Und irgendwann mal nachts riefst du an, Mama, du vielleicht jemand hier um mein Zelt herum? Habe ich dann gesagt, ich hoffe, du hast ein Messer dabei. Ja, ich habe ein Plastikmesser. Von meinem Mittagessen. Und wie konnte deine Mutter dann schlafen? Hi, ich bin Tuli, ich bin 34 und ich bin Ärztin und Kunsttherapeutin aus Berlin. Und ich bin Noktula, die Mutter von Tuli, bin auch Ärztin, komme ursprünglich aus Zimbabwe, 46 Jahre schon in Deutschland und bin 64 Jahre alt. Mama, welche 3 Dinge würden deinen Tag perfekt machen? Ausgeschlafen sein, Entspannung, wenn ich meine To-Do-Liste irgendwie einigermaßen hinkriegen kann, bin ich dann ganz zufrieden mit mir. Dann habe ich einen perfekten Tag. Nennst du mal 3 Dinge, die deinen Tag perfekt machen? Sonne, ausschlafen, wenig Termine. Natürlich bringe ich dich zum Lachen. Das lachst du schon. Naja, manchmal, wenn du dein Handy bedienst, muss ich lachen. Na, wie bediene ich dann mein Handy? Ja, so ein bisschen ungeschickt. Aha, Ich finde, du kannst auch sehr lustig Geschichten erzählen. Ja, das ist schon auch ein Humor. das stimmt. Und wie bringe ich dich zum Lachen? Wenn du mir schöne Sachen malst oder gibst und wenn du mich ab und zu mal besuchst und wir unsere Tanzsession haben, richtig laut Musik und tanzen zu zweit, machen Videos und ab und zu mal, wenn ich schlechte Tage habe, dann gucke ich mir die Videos. Oh, das ist süß. Und natürlich, wenn du regelmäßig anrufst. Ja, Mama, hast du mit mir schon mal angegeben? Oh ja, oft das. Ja. Womit? Deine wilde Abenteuern, die du immer so machst, wenn du alleine irgendwo wanderst, tagelang, deine Kunst, was bei mir zu Hause hängt und natürlich, dass du deinen Beruf so geschafft hast und was anders angefangen hast, wo ich erst mal am Anfang so schlucken hatte, Kind ist fertig mit Medizin, dann fängt Kunst an zu studieren. Aber jetzt kann ich angeben, du hast das geschafft und du machst das gut. Hast du auch schon mal mit mir angegeben? Was mich so beeindruckt an dir ist, wie du das so alles unter einen Hut gekriegt hast. In einem sehr jungen Alter irgendwo hinzuziehen, wo man die Sprache nicht kennt, sich da durchzuschlagen, ein Kind großzuziehen, im Krankenhaus zu arbeiten. Also alles Sachen, die mich persönlich total überfordern würden. Was war als Kind dein Traumberuf und wie hast du dir die Zukunft vorgestellt? Ich wollte eigentlich Krankenschwester werden, aber nur aus dem Grund, dass meine Mutter irgendwie sich nicht wohlfühlte. Und dann habe ich ihr versprochen. Und dann dachte ich, ach, warum Krankenschwester, wenn man Ärztin werden kann? Dann habe ich ja eben Medizin studiert. Die Zukunft hatte ich keine Vorstellung, weil ich ja nicht unter normale Bahnen aufgewachsen bin. Mit 16 schon von zu Hause weg und mit 18 hier in Deutschland bis heute. Meine Zukunft war schon bestimmt, nicht aber von mir. Ich war in dieser Befreiungsorganisation und ich konnte nicht auswählen. Ich meine, es war ja Krieg bei uns. Ich wurde Militär ausgebildet. Von dort aus wurde ich nach Deutschland einfach delegiert zum Lernen und Studieren. Also ich konnte nicht da stehen und sagen, hallo, ich will das und das machen. Und was würdest du jetzt beruflich machen, wenn du dich nochmal neu entscheiden könntest? Wenn ich nochmal jung wäre und so weiter, ich glaube, ich würde Kindergärtnerin werden. Ich liebe die Babys und mit Kindern zu arbeiten. Kinder geben einem was zurück. Das stimmt. Also kannst du mir jetzt erzählen, was du genau beruflich machst? Ich habe jetzt eine eigene Praxis eröffnet, wo ich Kunsttherapie anbiete. Habe da Gruppensitzungen, Einzelsitzungen. Ich arbeite außerdem für ein Start-up, die bieten Ketamintherapien an und begleite dann eben die PatientInnen nach den Ketaminsitzungen und arbeite auch mit denen so künstlerisch, um eigentlich die Erfahrungen, die sie da machen, so zu integrieren und in den Alltag mit einzubauen. Das ist schön. Jetzt weiß ich endlich, was du ganz, ganz genau machst. Warum hast du eigentlich deinen sicheren Job aufgegeben nach dem langen Medizinstudium? Weil es mir nicht gefallen hat. Ich habe mich da so sehr durchgequält. Ich glaube, ich war so frustriert auch von diesem Gesundheitssystem. Wir hatten halt so wenig Zeit, um sich wirklich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Dann hatte man die ganze Zeit irgendwelche Igelleistungen, die man abrechnen musste, damit die Leute Geld verdienen.
gleichzeitig aber hatte man Menschen, die irgendwie sich Sachen nicht leisten konnten. Das wusste ich von Anfang an. Ich hatte dich doch abgeraten, Medizin zu studieren. Aber irgendwie hast du dich durchgesetzt. Ja. Hättest du gehört, was Mama sagt. Ja. Ja, aber du hast das gut gemeistert. Vom Leistung her war ich zufrieden. Dann war ich enttäuscht, wo du aufgehört hast. Aber jetzt kann ich mich zurücklehnen. Sofa. Aus dir ist was geworden. Ja, schauen wir mal. Wenn du selber hättest entscheiden können, was du machst beruflich, was wäre dir wichtig gewesen? Ich wollte eigentlich ursprünglich Rechtswissenschaften machen, wo ich noch zu Hause war in der Schule. Das war meine Wahl. Aber was ich auch gemacht habe, Medizin zum Beispiel, arbeite in der Anästhesie, OP und Notfallmedizin und Intensivmedizin. Und anschließend Palliativmedizin, das war sehr schön. Und was fandst du daran am schönsten? Vor allem in Palliativmedizin war es so, dass man Zeit hatte für die Patienten. Ich habe keine Budget, ich habe nichts gehabt. Ich konnte so lange beim Patienten bleiben, wie der Patient es nötig ist, unter seiner Umgebung zu Hause. Und die Patienten konnten zu Hause zufrieden sterben. Findest du, dass ich nicht viel Sorge um dich mache? Und woran hältst du das fest? Ich glaube, du hast dir schon sehr oft viele Sorgen gemacht, so wenn ich irgendwo hingefahren bin. Du warst ja nackt alleine in Portugal wandern, 100 Kilometer alleine mit deinem Rucksack. 200 Kilometer. Okay, 200. Und mit deinem Stock und Zelt. Und irgendwann mal nachts riefst du an, Mama, da läuft vielleicht jemand hier um mein Zelt herum. Habe ich dann gesagt, ich hoffe, du hast ein Messer dabei. Ja, ich habe ein Plastikmesser von meinem Mittagessen. Und wie konnte deine Mutter dann schlafen? Und warum machst du dir so viele Sorgen? Ich hänge sehr an dich. Ich bin für dich verantwortlich. Und als alleinerziehende Mutter, wenn ich weiß, dass nur ich habe die Verantwortung, auch in dem Alter, mache ich mir immer noch Sorge. Ich denke schon, ja, ich hoffe, alles wird gut laufen. In Namibia, in der Wüste, Mama, wir haben eine Panne. Und ich stecke irgendwo hier in Deutschland. Ja, da kann man sich Sorge machen. Ne? Aber irgendwie, du hast das die ganze Zeit, diese wilde Ausflüge, kann ich sagen, gemeistert. Ich glaube, jetzt schreckt mich nicht mehr. Und ich bewundere dich, weil du so einen Mut hast. Und ich frage mich, woher du das hast. Naja, aber du bist ja auch mutig, oder? Du bist ja auch sehr jung irgendwie durch die Welt und ohne zu wissen, was dich erwartet. Ich habe aber auch damals in dem Alter nicht Schlimmeres gedacht. Vielleicht geht es dir auch so jetzt. Was können die Menschen hier von uns lernen? Ich glaube, diese Offenheit, dass man den Menschen zugeht, dass man zum Beispiel den Nachbarn grüßt und fragt, wie es ihnen geht. Wenn ich das immer mache oder eine Freundin frage, wie geht es deiner Mutter, die fragt schon, warum fragst du? Aber das ist das Zusammenleben miteinander, dass der Mutter es gut geht, geht es mir auch gut. Und was denkst du, was die Leute hier von uns lernen können? Dass es wichtig ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass man laut lachen kann, was in Deutschland auch immer so ein bisschen schwierig angesehen wird. Und ja, halt auch so eine Emotionalität zeigen kann. Was meinst du, was wir von den Menschen hier lernen können? Struktur und sich so Sachen aufzubauen, die irgendwie vielleicht nachhaltig sind. Jetzt auch, wo ich selbstständig arbeite, bin ich halt auch sehr überfordert mit viel Bürokratie und was es nicht alles gibt, aber dann halt auch gleichzeitig zu denken, naja, ich mache das ja irgendwie für mich und gleichzeitig aber auch soll das was sein, was lange funktioniert. Das versuche ich gerade zu lernen. Und was glaubst du, was wir hier lernen können? Verantwortungsbewusstsein. Also, dass man einfach in den Bus einsteigt zum Beispiel, hat eine Fahrkarte, eine Monatskarte und keine kontrolliert. Ehrlichkeit und Pflichtbewusstsein, Mülltrennung. Bin ich auch voll drin und das ist ja gut für die Umwelt. Die versuchen, die Menschen hier irgendwie für die Umwelt was zu machen. Pünktlichkeit natürlich. Das heute nicht gelernt. Ja, aber mehr oder weniger bleibt man an die Grenze. Obwohl ich auch fand, dass eine Sache, die mir in Simbabwe so gefallen hat, genau das Zeitthema war. Ich fand es total entspannend
zu wissen, ja, ob ich jetzt in 2 Stunden losfahre oder in 3 Stunden, ist vollkommen egal. Was denkst du, wie viel von mir steckt in dir? Wir lachen sehr ähnlich, wir kochen auch ähnlich. Ich glaube, das habe ich auch so von dir übernommen. So eine grundlegende Einstellung zum Leben ist, glaube ich, schon auch ähnlich. So, dass es halt irgendwie wichtig ist, dass man seine Beziehungen pflegt, dass es wichtig ist, ja, schöne Momente zu schaffen, eine schöne Zeit zu haben, dass all diese Sachen auch irgendwie so wichtiger sind, als reich zu sein. Was glaubst du, wo wir zwei uns ähnlich sind? Für mich sind wir einfach innig. Fünf Worte. Nein. Sinn für Humor und Vorsorge. Ne? Ja, Findest du, ich bin vorsorglich? würde ich sagen. Ich dachte, mit Vorsorge meinst du jetzt sowas wie Rente. Fürsorge. Fürsorglich. Was würdest du sagen, bedeutet Zuhause für dich? Ja, zu Hause ist eigentlich, wo ich mich wohlfühle, wo meine Familie ist, wo die ganze Konstellation so stimmt. Aber die Familie ist ja sehr verteilt. Man muss lernen, damit irgendwie sich auseinanderzusetzen. Wenn ich zu Hause bin, bin ich voll zu Hause. Ich denke an nichts anderes und genieße jede Minute mit der Familie. Hast du schon auch deine Wurzeln hier in Berlin zum Beispiel? Weil ich den Eindruck habe, du bist viel unterwegs. Nicht, dass du irgendwo stehen bleibst und ich bin hier ohne dich. Also, wenn ich so an Deutschland denke, dann ist Berlin schon so der einzige Ort, an dem ich leben wollen würde. Aber ich hätte schon auch noch mal Bock, 1, 2 Jahre im Ausland zu leben. Gut zu wissen. Was ist denn dein Go-To-Dance-Move? Oh, ja. Du möchtest deiner Mama auch mal die Fragen stellen, die du dich nie getraut hast zu stellen? Dann lad dir doch jetzt kostenlos unsere Fragen runter. Und den Link dazu findest du in der Beschreibung.